Wäre jetzt vielleicht meine Chance gewesen, mal ein bisschen mehr zu erzählen, aber ich warte erstmal ab, was da passiert. Reich der Schatten, die erste Episode der ersten Staffel. Ich gehe nämlich ganz stark davon aus, Batman ist wohl ganz gut angekommen. Ich gehe davon aus, dass es irgendwann eine zweite Staffel geben wird. Breaking news tonight. 5 criminals are in custody this evening after a break-in at City Hall. But thanks to the efforts of the Batman, the stolen items were returned. Not all of them. Let's see what she was really after. Allegations that Dent may have actually been involved in the break-in. Talk about dirty politics. Wunderbar. Jetzt habe ich hier tatsächlich mal die Möglichkeit, mich so ein bisschen umzusehen. Ich lasse den einfach mal im Hintergrund blabbern, wir haben ja Untertitel. Ja, zum einen wird dem einen oder anderen von euch aufgefallen sein, dass das diesmal hier ein Let's Play ist ohne An- und Abmoderation, aus dem einfachen Grund, dass ich diese Episode halt hier am Stück aufnehmen muss und letztendlich halt keine Möglichkeit habe, im Vorfeld zu wissen, wie lang diese Episode geht. Das heißt, ich muss das dann hinterher so ein bisschen zurechtschneiden. Und das bedeutet natürlich, dass ich hier nicht gezielt irgendwelche Folgen an- und abmoderieren kann, weil wir hier einfach durchmarschieren. So, auf der anderen Stelle habe ich schon mal erwähnt, die Telltale-Geschichte von Batman, die soll sich mehr auf die Familie Wayne konzentrieren und auch auf den Charakter des Bruce Wayne, der ja in den anderen Batman-Geschichten, sowohl in den Filmen als auch in den bisherigen Spielen, immer mehr so eine Nebenrolle war. Ja, da ging es eigentlich immer mehr um Batman. Hier geht es tatsächlich mehr um Bruce Wayne. Ich meine, Batman ist auch ein wichtiger Teil der Geschichte, aber die Rolle, die Bruce Wayne spielt, die ist hier in dieser Geschichte doch wesentlich größer, zumindest soweit ich weiß, als sie es bisher in irgendwelchen Batman-Geschichten außerhalb der Comics gewesen ist. Und das finde ich ausgesprochen interessant. Das könnte tatsächlich für eine äußerst interessante Geschichte machen. Ja. Und dann wollte ich an dieser Stelle jetzt noch einmal kurz auf unseren Kumpel Harvey Dent zu sprechen kommen. Ich bin nämlich sehr gespannt, ob Harvey Dents Geschichte sich schon während der ersten Staffel der Batman Telltale-Geschichte hier entwickeln und abspielen wird. Wir wissen ja alle, was letztendlich aus Harvey Dent wird. Zumindest diejenigen, die in irgendeiner Art die Filme oder auch die Comics verfolgt haben. Ja, wir wissen, Harvey Dent ist niemand anderes als der zukünftige Superschurke Two-Face. Und ich bin echt gespannt, ob wir diese Verwandlung halt in dieser Staffel hier schon erleben werden oder ob die sich hier wirklich mal auf diese Freundschaft zwischen Bruce Wayne und Harvey Dent erstmal konzentrieren werden und die vielleicht die ganze Staffel über ausbauen, um dann in der zweiten Staffel von Harveys Fall zu erzählen. Ich bin mal echt gespannt. Ja, und wie gesagt, wir sind hier noch ganz am Anfang von Batmans Karriere. Er arbeitet offenbar schon auf eine gewisse Art und Weise mit Gordon zusammen. Das konnte ich der ersten Szene da schon entnehmen, wo er gesagt hat, nicht schießen, verdammt. Aber halt noch nicht so ganz gezielt mit der Polizei, wie es später ja der Fall ist. Und vor allem war Catwoman offenbar sein erster Superschurke überhaupt. So, ich habe jetzt überhaupt nicht drauf geachtet, was da in den Nachrichten so geblubbert wurde. Ich hoffe, da waren keine wichtigen Informationen dabei. Ich habe mich nämlich darauf konzentriert, euch jetzt hier meine Gedanken ein bisschen näher zu bringen. Und ich würde sagen, jetzt wenden wir uns einfach wieder unseren Ermittlungen zu. Und gucken mal, woran Catwoman, deren bürgerlicher Name ja als Information schon mal Selina Kyle ist, wirklich interessiert war.
Ja, ich bin echt gespannt, ob wir Selina Kyle so als Charakter außerhalb von Catwoman auch noch kennenlernen werden. So, was können wir denn jetzt hier überhaupt machen? So, erstmal auf die Uhr gucken, würde ich sagen. I'm Harvey Dent, and I approve this message. Okay. Ich bin Harvey Dent und ich stimme dieser Nachricht zu. So, Medienberichte. Wo ist denn das? Da ist die Datenschnittstelle. Okay. Das ist ja ganz nett. Ja, wie gesagt, zur Auflösung nochmal. Zur Auflösung und Performance. Ich nehme hier leider nur auf 1280 x 27 auf und nur mit mittleren Details, weil mehr schafft der Laptop nicht halbwegs flüssig. Zumindest, also ich habe diese erste Szene mit, wo Batman da die Verbrecher ausschaltet, die hatte ich schon mal auf einer höheren Auflösung aufgenommen und das ist, ja, die Framerate war jetzt nicht so super. Ich werde vielleicht nochmal versuchen, falls ich dieses Spiel hier komplett auf dem Laptop aufnehmen muss, weil ich halt keinen Zugriff auf Internet kriege und dementsprechend das Spiel nicht auf meinem PC installieren kann, werde ich vielleicht nochmal ein bisschen mit den Auflösungen experimentieren. Wenn ich auf dem PC aufnehmen kann, dann spielen wir natürlich auch maximalen Details. Der sollte das ohne weiteres stemmen. Nur mit dem Laptop müssen wir halt ein paar Einbußungen machen oder eben noch länger auf das Spiel warten. Aber ich wollte nicht mehr länger warten. Ich wollte jetzt durchstarten damit. Ja, ist alles nicht so einfach. Okay, so. Erstmal die Medienberichte prüfen, würde ich sagen. Staatsanwalt Dent fordert von Bürgermeister Verurteilung der Selbstjustiz von Wilson. Gothams Staatsanwalt Harvey Dent fordert das Büro des Bürgermeisters auf, sich öffentlich gegen die Welle der Selbstjustiz zu wenden, die derzeit durch die Straßen fegt. Bürgermeister Hill kann vom Büro der Staatsanwaltschaft keine Strafverfolgung auf anderer Basis als der gesetzlichen erwarten, sagte Dent während einer Pressekonferenz im Rathaus. Dent vertritt eine harte Haltung gegenüber Selbstjustiz in Gotham, was sowohl die vermehrten Schießereien durch bewaffnete Bürgerwehren wie auch den kostümierten Superhelden Batman betrifft. Dank eines der kürzesten strafrechtlichen Überhangregister des gesamten Staates erfreut sich Dent derzeit großer Beliebtheit. Seit er im Alter von 26 Jahren zu Gothams jüngstem Staatsanwalt wurde, war sein bahnbrechendes Programm zur Unterstützung von Kriminalitätsopfern Teil jener Plattform, die seine jüngsten erfolgreichen Bemühungen für eine Wiederwahl angetrieben hat. Lieutenant der Polizei zur Führung einer Sondereinheit berufen von James Hagopian. In Reaktion auf die alarmierende Zunahme des kriminellen Geredes in Gothams Unterwelt hat Commissioner Peter Grogan von Gotham Citys Polizei Lieutenant James Gordon mit der Führung einer Sondereinheit betraut. Früher am Tag betonte Lieutenant Gordon in einer Pressekonferenz: Wir sind uns der kriminellen Elemente bewusst, die in unserer Stadt auftauchen und in großem Stil mobilisieren. Sie sind derzeit unbekannt, aber nicht unbemerkt. Wir werden sie finden. Vor seinem Eintritt in das GCPD und den bald folgenden Beförderungen verdiente sich Gordon eine ehrenhafte Entlassung aus dem USMC. Er hat wiederholt erwähnt, dass ihn das Marine Corps zu dem Mann gemacht hat, der er heute ist. Meine Güte, dieses Geplapper da im Hintergrund geht mir gerade Türes auf den Sack. Kann ich das irgendwie ausschalten? Wayne Enterprises finanziert Ersatz für Arkham Asylum. Der wohltätige Zweig von Wayne Enterprises unter Leitung von Robert und Regina Sellerbach hat die Finanzierung einer neuen Pflegeeinrichtung für psychisch Kranke bekannt gegeben, welche das veraltete Arkham Asylum ersetzen wird. Seit Jahren hat die alte Anstalt durch menschenunwürdige Behandlungen der Patienten und gewaltsame, oftmals tödliche Ausbrüche von Insassen für Schlagzeilen gesorgt. All dies soll jedoch bald der Vergangenheit angehören. Das Thomas and Martha Wayne Memorial Hospital, so der Name der zukünftigen Einrichtung, wird eine Mischung aus Hochsicherheitsverwahrung und modernen Pflegemethoden für psychisch Kranke anbieten
um den Leidenden echte Heilung angedeihen zu lassen. Es werden bereits ambitionierte Pläne ausgearbeitet, Arkhams derzeitige Insassen bei Abschluss der Bauarbeiten zu überstellen und ein entscheidendes Programm zur Rehabilitierung und Entlassung zu implementieren. Na, viel Erfolg damit. Ich gehe einfach mal davon aus, dass wir den Joker in dieser Staffel noch nicht treffen werden. Das ist ein bisschen zu Mainstream, würde ich sagen. Telltale geht ja immer ganz gern so ein bisschen abseits des Pfades. Gerade weil Joker jetzt zum Beispiel auch bei in den Arkham-Spielen so der Fokus war. Und hier liegt der Fokus halt auf Harvey Dent. Und Harvey Dent ist nicht Joker, auch wenn uns Batman Forever etwas anderes glauben lassen wollte. Harvey Dent ist Two-Face. Und die Geschichte von Bruce Wayne und Harvey Dent, diese schwierige Freundschaft, wird mit ziemlicher Sicherheit eines der Kernelemente unserer Geschichte werden. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Was haben wir? Ja, ich weiß nicht, sollen wir das nochmal durchgehen? Das ist der Kodex hier. Thomas und Martha Wayne, verstorben. Meine Eltern. Sie haben unermüdlich gearbeitet, um denen in Gotham City zu helfen, die weniger Glück hatten, bis sie in der Crime Alley von einem Mann namens Joe Chill erschossen wurden. Ich habe es zu meiner Lebensmission gemacht, die Stadt in ihrem Gedenken von der Korruption zu befreien. Alfred Pennyworth, Butler der Familie Wayne. Der treue, geduldige, immer hilfreiche Alfred. Er ist meine Geheimwaffe und der einzige Grund, dass ich weiterhin jede Nacht tun kann, was ich tue, trotz seiner häufigen Proteste. Ohne ihn würde das alles hier rasch auseinanderfallen. Harvey Dent, Staatsanwalt von Gotham City, Bürgermeisterkandidat. Einer meiner ältesten Freunde. Er hat eine Menge großartiger Ideen, wie man Gotham retten könnte, aber sein Ego bringt ihn immer wieder in Schwierigkeiten. Dennoch ist es schwierig, Einwände gegen seine Bilanz an erfolgreichen Strafverfolgungen zu erheben. Die beste in Gotham seit 50 Jahren. Hamilton Hill, Bürgermeister von Gotham City. Bestes Beispiel dafür, was in dieser Stadt falsch läuft. Korrupt und von Grund auf verdorben. Die anstehende Wahl sollte seiner Regierung ein Ende bereiten. Oswald Cobblepot alias Pinguin. Verbrechen, Waffenhandel, illegale Boxkämpfe, Erhalt gestohlenen Eigentums. Er war ein Jugendfreund, aber jetzt ist er für mich beinahe ein Fremder. Auch seine Familie fiel hier in Gotham auseinander. Er besuchte ein Internat in England und dort trennten sich unsere Wege. Er scheint auf die schiefe Bahn geraten zu sein. In den letzten 2 Jahrzehnten hat er sich ein langes Vorstrafenregister und einen seltsamen Spitznamen zugelegt. Der Pinguin? Was ist mit dir geschehen, Oz? Ach so, Oz. Oz von Oswald, der war auf der Bank. Ah, jetzt haben wir's. Hab ich gar nicht mitgekriegt. James Gordon, Lieutenant, GCPD, Abteilung für Schwerverbrechen. Verwandte, Barbara Gordon, Tochter. Ein Polizist wie aus dem Lehrbuch. Vertrauenswürdig und eine zuverlässige Informationsquelle. Familienvater, also ist er nicht bereit, auf der Straße irgendwelche Risiken einzugehen. Carmine Falcone, Besitzer des Skyline Clubs, Kopf der Verbrecherfamilie Falcone. Die schlimmsten Verbrecher sind diejenigen, die versuchen, sich unter die High Society zu mischen. Er scheint überall mitzumischen. Schmuggel, Immobilien, Bestechung, Betrug. Ich könnte ihn ins Gefängnis werfen, aber er wäre am nächsten Tag wieder frei. Ich könnte eine seiner Operationen ausheben, aber es kämen einfach 2 neue nach. Sein Imperium ist umfangreich und vielschichtig. Eine Verurteilung verlangt nach stichhaltigen und zulässigen Beweisen. Gotham City, Einwohner 10 Millionen. Diese Stadt ist wie eine lebendige Kreatur. Sie wächst immer weiter, nach außen und nach oben. Die Menschen, die hier leben, sind Überlebende. Sie müssen es sein. Und sie verdienen etwas Besseres als die Korruption, die an diesem Ort herrscht. Arkham Asylum, gegründet im November 1921. Die einzige Hochsicherheitsnervenheilanstalt in Gotham City. Bis jetzt. In jeder Hinsicht veraltet.
Das Gebäude fällt auseinander. Die Ausstattung ist antiquiert und die Methoden der Belegschaft lassen viel zu wünschen übrig. Wenn das Thomas and Martha Wayne Memorial Hospital eröffnet, werden diese Patienten endlich die Behandlung bekommen, die sie benötigen. Wayne Enterprises, gegründet 1870. Multinationaler Konzern, der von meinen Vorfahren gegründet wurde und viele Arten von Produktion und Finanzen abdeckt. Ich habe einen Mehrheitsanteil von meinem Vater geerbt, habe aber mit dem Tagesgeschäft nichts zu tun. Die Abteilung für Forschung und Entwicklung hat sich jedoch als hilfreich für meine privaten Interessen erwiesen. Na, das war doch mal relativ interessant eigentlich. Vor allem habe ich diese Verbindung zu Oswald Cobblepot jetzt erst hergestellt. Krasse Sache. Okay, dann würde ich sagen, starten wir jetzt einfach mal durch und machen mit der Untersuchung weiter. Wird ja Zeit. The back computer should be able to read whatever data is on that stolen drive. Na dann Batcomputer mal. More on this after the break. Mayor Hill says he's tough on crime, but since his election, violence in Gotham has The skyrocketed. back computer should be able to read whatever data is on that stolen drive. With legislation that would have dismantled organized crime in the city. Ach so, ich muss das... Killing Gotham's chance for a Oh, cool. safer future. Hier ist noch viel mehr. Wir sehen uns erst in der Batcave That's um. because the rumors of Ich habe daran gedacht, dass wir uns ja auch bewegen können. Gotham's most notorious mafia families. So, was haben wir denn hier? Der Batarang. I should see if I can refine the edge. Could be sharper. In the city, we need a crime-fighting hero. Oh, kann ich diesen Fernseher mal ausschalten? Ein bisschen nervt. Vor allem, weil ich die Untertitel immer reindrücken da. Well, the test run at the mayor's office was a success. But he can't save our city alone. Spare grapple. Can't believe I let her take that. Together we can make a dent in Gotham's crime. But it starts. Can deliver a jolt or knock out electricity in the area. And I suppose that Catwoman would have preferred the latter. Mayoral seat. I'm Harvey Dent, and I Und approve this The message. newest addition. Can program it to reveal trace elements in a confined space. Talk about dirty politics. Does Hill's campaign really Okay, think these so viel accusations dazu. hold any water with the voters? Or will it be perceived as a desperate attempt from a flailing Ach cool, ich kann mich allgemein in der ganzen Batcave umsehen. promising young politician? Ja, Hammer. And in other news, Kann man eigentlich auch laufen? Nein, kann man nicht. Na gut. Dann tun wir uns mal das Batmobil an. Ach, ist das geil. Ach, ist das heute eine geile Folge. Auch weil im Prinzip überhaupt nichts passiert, weil wir uns die ganze Zeit hier nur umsehen. Oh, that's the stuff. Aber es ist ein bisschen hell, oder? Ja, das ist ja eher weiß. Das könnte allerdings auch daran liegen, dass ich die Helligkeit hochgeschraubt habe, damit man alles gut erkennen kann. Also wir sind, ich sag jetzt mal, so vom Gefühl her ungefähr doppelt so hell, wie wir... okay, da kann ich nicht weiter. Wir sind ungefähr doppelt so hell, wie das Spiel es gerne hätte. Von diesen Hinweisen her, stell es so ein, dass dieses Symbol kaum noch sichtbar ist, ja wie es immer so ist in diesen Spielen. Random stabbing. The suit absorbed most of the damage from that gunshot. And I've got to protect my back, even from the police. Police are investigating multiple cases of riders Ey, das muss man doch mal ausschalten können, das ist sowas von nervig. or other pointed weapon while pressed into the tight quarters with fellow passengers. A few have died, while most have been admitted to Gotham General Nee, in kann man critical nicht. condition. The police don't have any suspects at the time. Kann man nicht, warum auch Two more immer. patients have gone Holographic lenses, voice modulation. Wayne Enterprises really outdid themselves with this version. to 15 this year. Only 3 have been caught today. Die Kinokarten, ja, das war ja... Highlight the rough, some would say inhumane conditions at the aging asylum. The latest, 44-year-old twin brother and sister. Hole das Datenlaufwerk, sagt mir das Spiel nochmal. Ich lasse mich nicht hetzen. Ich nehme mir so viel Zeit, um mich hier in der Batcave umzusehen, wie ich will. Vor allem, weil das meine Chance war, tatsächlich auch mal so ein bisschen meine Gedanken kundzutun, ohne hier ständig irgendjemandem über den Mund zu fahren. Aber na gut, machen wir weiter. Nearly fell off a building for this. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was bei rauskommt. Some of which have been occupied by families for decades. So if you come home from work tonight, Auf geht's. stuff on the street, don't worry.
Ach, sogar mit Stuhl. Das ist ja komfortabel. And if you can believe it, now you can. Let's find out what was so important. More on this after the break. Guck mal, ist verschlüsselt. Deswegen das Schlosssymbol da drauf. Wayne Manor has 7 bedrooms, 2 kitchens, a library, a gymnasium, a basketball court, and a movie theatre. And yet I always find you here, in a dark, damp cave, in front of a computer. I'm more at home here than the rest of the house, you know that. Then we should build an 8th bedroom down here. Sure, I can see the headlines now. Bruce Wayne, billionaire, entrepreneur, cave dweller. Quite an eclectic resume. Did you find out what that, Catwoman tried to steal? Well, in the process, What are we looking at? let me try a different angle. Aha. Benutze, um das Hologramm zu drehen. Wieso steht da, ich kann WASD benutzen, um das Hologramm zu drehen, wenn W und S nicht reagieren? This is a map of the east side shoreline. But it could mean any number of things. Money, weapons, drugs, everything flows through that port. Maybe it's where Mayor Hill picks up his dry cleaning. Can't make sense of it yet. There's still plenty of files to decrypt. And in the meantime, I saved you what I could. Thanks, Al. Danke, The Al. same couldn't be said for the bar. I had to literally pry Mrs. Zeller back away. But you'll be pleased to hear everyone has left, including Mr. Falcone. Before the game switched from billiards to cutthroat. I'd recommend leaving the fistfights to your alter ego. Bloodstains are much harder to remove from a tuxedo. I had everything under control. It's true. I've seen you take down worse thugs. But I'd already sewn you up once tonight, and I had no interest in a repeat performance. For the record, your father despised men like Falcone, thought they ruined Gotham's stellar reputation. Back when it still had one? It can again, Bruce. Though people like this Catwoman aren't helping. Is she new to town? Never seen her before. Hopefully, she's just a tourist. No, I already checked the codex. Not much to find, apparently. Few burglaries, break-ins. Seems to lay pretty low. You could learn a thing or two from her. Also, das I heißt, can't step outside without it ending up in the news lately. As Bruce or Batman. That's not the point. I want criminals to know I'm out there. Batman isn't hiding from anybody. I was talking about Bruce. I don't mean to beat a dead argument, but... No one's gonna figure it out now. Trust me. Miss Vale noticed your injuries, so did Mr. Dent. If they put it together with the incident at the mayor's office, it would undo all the long nights and close calls we've endured to get here. You're in the spotlight more than ever. You have to be careful. I have a job to do, okay? A responsibility to this city. You know why I do this. For the car, I presume. Well, the car helps. Oh yes, you drive that thing like a bat out of hell. Old men worry, that's all. It's our gift and our curse. One more worry for the list. I thought I saw Oz. It's been, what, 20 years? Last time I saw him, we were in grade school. Indeed, you two were thick as thieves. Oswald, however, took that role more literally than you. Dishonorable discharge, illegal boxing matches, arms dealing, prison stints? That's a criminal grand slam, if I'm using the expression correctly. Unfortunately, you are. Oswald claimed he only wanted to catch up, but his behavior following his family's collapse is troubling. Why he's returning now,
Haven't the faintest idea. I think he just wants to reconnect. Criminal record or not, he's still an old friend. A lot can change over the years. If I remember correctly, Oswald was fond of the old firecrackers in the toilet trick. I worry what he's graduated to. Even though you and young Master Cobblepot used to be close, I'd advise you to be cautious. But I know you can't abandon a good mystery until it's solved. I'll be careful, Alfred. When you see what's become of his park, I think you will. Oswald Cobblepot und Bruce Wayne. Auch das könnte außerordentlich interessant werden. Ich bin echt gespannt, wohin sich diese Geschichte hier noch entwickeln wird.